Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute sprechen wir über das Thema von iCrimex. Der hat ein Statement rausgehauen, was jetzt schon ein paar Wochen zurück ist, aber da geht es insbesondere um das Thema Sicherheit und ich bin hier mit Aziz Karaoglu, der alle Sicherheitsthemen für mich so regelt und wir schauen uns das gemeinsam mal an und mich würde halt seine Meinung dazu interessieren. Also, let's go! Hey Leute, Crimex hier, was geht ab Leute? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen in der Bild-Zeitung oder auch auf Instagram. Es stimmt, ich wurde ausgeraubt. Das Ganze ist jetzt circa eine Woche her und mir wurden 2 Uhren geklaut, eine Rolex, eine AP, dazu kommen wir gleich noch. Ich habe auch länger überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll. Das Ganze ist natürlich auch mit der Absprache. Ja, insgesamt muss man sagen, dieses Thema mit dem Überfall, insbesondere mit dem Fokus auf Uhren, nimmt über die Zeit hin, finde ich, gefühlt schon zu. Also das, was wir vor 3 Jahren hatten, es ist immer mehr geworden. Siehst du es auch so? Ja, auf jeden Fall. Also das siehst du auch. Es gibt auch viele Fälle, die man nicht hört. Es gab zum Beispiel einen Fall in Meerbusch, ist ungefähr ein Jahr her, wo eine Frau auf offener Straße am helllichten Tag die Uhr abgenommen worden ist. Also das wird ja keiner glauben. Ja. Und das hat auch keiner gehört bekommen. Das war dann mal so ein kleiner Artikel in der Zeitung, das war's. Mhm. Ja. Von der Kölner Polizei. Und anfangs war ich auch sehr skeptisch, ob ich das Video machen soll, weil ich den Tätern nicht die Aufmerksamkeit oder den Push noch geben wollte. Andererseits dachte ich mir dann auch wiederum, warum soll ich meine Reichweite nicht nutzen, um die Ermittlungen eventuell noch zu beschleunigen. Meinst du, dabei wird was rauskommen bei den Ermittlungen? Sehr schwierig. Da müssten die echt einen Fehler machen beim Verkauf, damit das wirklich aufgeklärt werden kann. Wenn sie sich nicht dumm anstellen, dann wird es nicht rausgehen. Also in diesem Video erzählen, was genau passiert ist. Ich werde eine Art Preisgeld nennen für denjenigen, der die finale Info zur Ergreifung der Täter gibt. Dazu auch gleich mehr. Und ich möchte dieses Video auch noch nutzen, um eine Botschaft an YouTube- oder Influencer-Kollegen von mir zu richten, weil man muss wirklich aufpassen, was man heutzutage postet. Nicht jeder, der dir folgt, nicht jeder, der dir zuschaut, ist auch dein Freund oder gönnt dir. Einige machen auch Auge auf dich oder werden eben sogar kriminell aktiv. Aber ja, ich würde sagen, wir starten direkt in das Video rein. Also Leute, was ist passiert? Viele von euch haben es mitbekommen. Wir waren eine Woche im Urlaub gewesen. Mit wir meine ich übrigens Maylin und mich. Also falls ich das in dem Video öfter sage, wir, Maylin und ich. Wir waren eine Woche im Urlaub gewesen in Antalya in der Türkei. War ein sehr guter Urlaub, alles entspannt. Wir haben uns auf zu Hause wieder gefreut und haben eben auch eine Instagram-Story gepostet. Oder ich habe eine Instagram-Story gepostet. Ich glaube Maylin auch, dass wir wieder nach Hause fliegen. Das war jetzt am Montag gewesen. Ich habe sogar noch eine Abstimmung gemacht, ob ihr zuerst ein Video oder einen Livestream sehen wollt und habe es eben auf Instagram angekündigt, dass ich wieder nach Hause fliege. Wir sind also am Montagabend in Düsseldorf gelandet, sind ins Auto gestiegen, sind Richtung Köln nach Hause gefahren, haben unterwegs noch an einer Tankstelle gehalten, weil da so ein Burger King nebendran ist, haben noch was zu essen geholt und haben uns einfach generell auf zu Hause gefreut, wollten was essen, chillen, dies, das. Ich fahre also bei mir in die Tiefgarage rein, zur Info. Also der Fehler ist schon von vornherein gemacht worden, dass er das halt gepostet hat. Der zweite große Fehler ist, dass die eiskalt zu Burger King gegangen sind und da was gegessen haben. Da war ja schon ein potenzieller Opfer, weil manche Sachen passieren auch spontan. Die Jungs gucken sich das Video an und plötzlich sitzt der bei Burger King und die Jungs sitzen da. Ja, was meinst du, wie schnell die da reagieren? Okay. Also Jungs, die sich darauf spezialisiert haben, davon gibt es einige. Einige. Und die würden dann auch spontan sofort reagieren, weil das ohne Plan. Natürlich ohne Plan, weil die gucken sich jetzt Videos an und sehen den auf einmal später bei Burger King und denken so, ja, jetzt kommt ihr uns auch noch vor die Füße. Ja, okay. Ja, das sind doch Opfer. Ja, mit Sicherheit. So gesehen, mit Opfer meine ich, was können die schon machen, wenn das Jungs sind, die wirklich organisiert da reagieren. Also mit dem Posten, ich meine, damit hat er quasi dann den Leuten klar mitgeteilt, was sein nächstes Aber Ziel er ist ja mit Sack und Pack essen gegangen. Ja, stimmt. Was ich meine? Ja, okay. Er hat sich ja da schon in Gefahr gebracht. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Auch an euch, ich wohne in so einem Mehrfamilienhaus, also das sind halt mehrere Wohnungen und eine große Tiefgarage, wo quasi jeder seinen Stellplatz hat. Die Tiefgarage ist auch mit einem elektrischen Tor abgesichert, also ich habe da so eine Fernbedienung, die man... Da würde ich schon sagen, sicher. So mit eigenem Tor und sowas. Das stimmt, aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Man kann ihn ja auch schon vorher abfangen. Das ist eine 100%ige Sicherheit gibt es gar nicht. Ich meine, du überlässt ja auch nichts dem Zufall. Ja. Ich bin ja meistens dabei, also das noch nicht mal das eine 100%ige Sicherheit. Also ein Personenschutz ist schon sehr sicher, weil die Leute keine Eskalation möchten. Aber wenn man alleine ist, geht es immer. Ja, okay. Das werden wir auch gleich noch. Ja. muss, um da überhaupt in die Tiefgarage reinzukommen. Und
Das Tiefgaragentor schließt sich danach auch automatisch wieder. Wir sind also in die Tiefgarage reingefahren, ich habe das Auto geparkt, Mailin hatte die Burger King Tüte in der Hand mit dem Essen und ich habe schon mal 2 kleinere Gepäckstücke mitgenommen, eine Laptoptasche und eine so eine große Sporttasche, so eine Reisetasche hatte ich in der Hand. Beide Hände also voll. Mailin und ich laufen in die Tiefgarage rein. Denn von der Tiefgarage gibt es einen direkten Zugang in unser Wohnhaus quasi. Also das sind so 2 Feuerschutztüren hintereinander, wie so eine Art Schleuse. Eine Tür, dann so ein kleiner Raum, nächste Tür und dann ist man in unserem Hausflur. Wir laufen also diese Tiefgarage rein. Wie gesagt, ich habe beide Hände voll. Mailin hat auch Essen in der Hand. Mailin läuft auch ca. 1 Meter vor mir, so ein bisschen vor mir. Mailin macht die erste Tür auf. Alles gut, wir sind in diesem kleinen Zwischenraum. Mailin will die zweite Tür aufmachen, um in den Hausflur reinzukommen. Die Tür geht erstmal nicht auf. Sie will die Tür aufmachen, Tür geht nicht auf, wird blockiert, wird wie zugehalten. Mailin dreht sich gerade um zu mir, will mir sagen, ey, die Tür geht nicht auf und in diesem Moment wird diese Tür aufgerissen, so eine Metall, so eine Feuerschutztür quasi, die direkt zu unserem Hausflur ist, wird die Tür aufgerissen und 2 maskierte Männer mit Sturmmasken auf, stürmen auf uns los. Einer hat ein Messer in der Hand, der ist auf mich gegangen. Einer hat sich quasi vor Mailin gestellt, sie fixiert, damit sie nicht abhauen kann. Er stand hinter dem einen Täter, sage ich jetzt einfach mal, und hat quasi abgesichert, hat fixiert, sodass niemand abhauen konnte. Der erste Täter ging also mit dem Messer auf mich los. Wir waren in dieser kleinen Schleuse, in diesem kleinen Zwischenraum zwischen Tiefgarage und Hausflur. Und der erste Täter mit dem Messer geht halt direkt auf mich los, stellt sich vor mich, hält mir das Messer an den Körper und sagt, gib mir deine Uhr. Zu dem Zeitpunkt kann man in der Situation nichts mehr machen, ne? Du weißt ja, die Polizei würde jetzt sagen, sie haben richtig geahndet, alles weggegeben. Es ist tatsächlich so, er ist nicht der Stärkste, nicht der Größte, nicht der Kräftigste. Und er ist ja auch kein ausgebildeter Kampfsportler oder also er hat auch keine Ahnung vom Nahkampf. Ich sage, er hätte wirklich keine Chance gehabt. Das war schon die richtige Entscheidung, die Sachen abzugeben. Okay. Weil er hätte keine Chance. Präventiv, ich meine... Ich will nicht groß reden. In dem Augenblick, ich könnte mir das schon zutrauen. Aber wenn das jetzt wirklich Profis sind und kräftig, es kommt wirklich drauf an, was für Typen. Es gibt ja wirklich Räuber, die halt nur wirklich Show machen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann laufen die weg, tatsächlich. Ja. Das müsste man dann abschätzen können, aber er hat das Richtige gemacht. Und sonst für ihn jetzt, für die Zukunft, Pfefferspray oder sowas? Meine Meinung, du machst es ja genau richtig. Für gewisse Anlässe muss er einen Personenschutz haben. Okay. Sonst sehe ich da für ihn, für jeden, das ist ein Problem. Okay. Die gelb-goldene Rolex an, die Day-Date, 41 mm und die AP war in meinem Gepäck drin, in der Laptoptasche, in so einer Louis Vuitton Uhrenbox in der Laptoptasche. Er hält mir also das Messer in der einen Hand und versucht mit der anderen Hand mir die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Er hat auch so, also beide hatten so schwarze Lederhandschuhe an und damit hat er diese Schließe von der Rolex nicht aufbekommen. Dann schreit er mich an, sagt, gib mir die Uhr, gib mir die Uhr. Ich sehe im Augenwinkel neben mir sehe ich Mailin einfach nur heulen und ich gebe ihm dann also die Uhr. Und direkt gezielt hat der Täter nach der zweiten Uhr gefragt. Also es mussten halt eben Leute sein, sage ich mal, die mich auch schon auf Instagram oder YouTube verfolgt haben. Wie siehst du das? Also wie wahrscheinlich ist es, dass das Umfeld da irgendwie was gesagt hat oder einen Tipp gegeben hat? Oder kann man sagen, dass es Leute sind, die einfach so durch Social Media auch eingekommen sind? Ich sage 90% war das ein Tipp. Weil, 90%? 90%, weil allein durch diesen Eingang mit dem Einfahrtstor und wie genau können die wissen, wo und wie er wohnt. Ja, die müssen halt vorher hin, alles ausprobieren. Das meine ich. Also ich sage, es ist ein Tipp von jemandem, der auch ihn kennt. Okay. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hat also direkt nach der zweiten Uhr gefragt, nimmt sich meine Tasche, macht die Tasche auf, nimmt diese Louis Vuitton Uhrenbox raus mit der Iced Out AP drin, nimmt sich die Uhr. Nachdem er also beide Uhren hatte, hat er dann noch mein Armband, dieses Cartier-Armband am Handgelenk gesehen, weil ich nur ein T-Shirt anhatte, weil wir aus dem Urlaub gekommen sind. Das Armband trage ich by the way auch nicht mehr, Leute. Auch die Papiere und Boxen, die waren generell auch nie bei mir zu Hause, weil das sollte man generell nie machen, also die sind schon immer im Bankschließfach. Aber auch das Cartier-Armband habe ich jetzt eben auch abgelegt. Dieses wollte er eben auch noch haben, hat er aber nicht abbekommen. Also hat er mit dem Messer hier, ist er so dran gegangen, meinte so, mach dein Armband ab, hat mich angeschrieben, mach dein Armband ab. Und habe ich halt so gesagt, jo, das ist verschraubt, das geht nicht ab. Also vielleicht kennt ihr das ja, diese Cartier Love Bracelets, die sind ja eben so verschraubt, konnte man nicht abmachen. Hatte dann auch relativ schnell eingesehen. Ja, dann am Ende wollten die beiden noch unsere Handys haben. Die haben wir dann auch noch ausgehändigt und dann ist etwas sehr Komisches passiert. Da die Täter ja natürlich sehr aggressiv waren, mich auch mit dem Messer bedroht haben.
hat mich das Ganze dann sehr gewundert, was jetzt passiert ist. Und zwar hatte der erste Täter mit dem Messer in der Hand, der mich bedroht hat, der mir die Uhren abgenommen hat dann noch mit den Handys in der Hand gesagt, die Handys legen wir euch oben auf den Briefkasten. Sehr nett eigentlich, oder? Sehr nett, aber unprofessionell. Die echten Profis hätten die Handys mitgenommen und draußen weggeschmissen. Ja. Das zeigt mir eigentlich, dass diese Jungs nicht sehr professionell gewesen sind, aber dass sie auf jeden Fall einen Tipp hatten und deswegen auch leichtes Spiel hatten. Ja, aber ich hätte auch gesagt, normalerweise hätten die Handys draußen einfach wegwerfen können. Ich sag ja, Profis hätten die mitgenommen und die weggeschmissen. Draußen. Weil so geht der jetzt nach oben, kann direkt anrufen, ne? Genau. Also eigentlich viel zu nett. So. Also das war, habe ich einfach nicht, also hat irgendwie nicht so zusammengepasst, ja, von der Situation her. Mhm. Jedenfalls hatte er die Handys und hat dann noch gesagt, die Handys legen wir euch oben auf die Briefkastenbox. Dann sind die Täter hochgelaufen, also wir waren quasi im Keller, Hausflur, also von der Tiefgarage, sind die Täter hochgelaufen, aus der Haustüre raus und haben die Handys auf die Briefkastenbox gelegt. Ja, dann waren die Täter also weg. Das Ganze ging auch so schnell, Leute. Also im Nachhinein, mir kommt das immer noch vor wie einfach ein Traum, weil das so schnell ging. Niemand, also wer würde in der Situation damit rechnen? Man kommt aus dem Urlaub, ich habe die Hände voll mit Taschen und auf einmal stürmen 2 Leute auf einen mit Sturmmasken und einem Messer. Also ich komme darauf eigentlich immer noch nicht klar, Leute. Und einige haben mir dann auch schon im Nachhinein gesagt, ja, du brauchst irgendwie Pfefferspray, du brauchst hier eine Waffe, dies, das, dich verteidigen. Leute, ey, ich hätte in dem Moment der beste Kämpfer sein können, der... Also der Pfefferspray würde Sinn machen, auch auf einer Straße. Ja? Aber in einem geschlossenen Raum, wo 2 Personen sind, da würde er sich total in Risiko begeben, dass sie aus Panik wirklich das Messer benutzen würden. Okay. Weil das ein geschlossener Raum ist. Wenn es auf der Straße gewesen wäre, Pfefferspray benutzen macht Sinn. Da kann man auch wirklich, er hätte seine Freundin weglaufen können, er hätte weglaufen können und Hilfe schreien können. Und mit dem Pfefferspray hätten die schon Erfolg gehabt. Aber in einem geschlossenen Raum wäre das viel zu gefährlich, dass die in diesem Moment wirklich das Messer benutzen. Okay. Das würde ich da nicht machen. Okay, und generell jetzt so, wenn man anderen YouTubern einen Tipp gibt, ich meine... Generell wirklich auf der Straße, jetzt wenn man jetzt zum Beispiel zu seiner Wohnung geht, von draußen die Tür aufschließt, ein Pfefferspray nachts in der Hand hält, es ist schon Macht schon schlecht. Sinn, ne? Ja, weil ob es jetzt Autodiebe sind oder Räuber sind, die wollen es ja schnell machen und wenig Krach machen. Ja? Das heißt, wenn es jetzt Aufschrei gibt oder wenn es jetzt zum Handgemenge kommt, das möchten die natürlich verhindern. Ja? Die wollen kommen, die Messer dran halten oder eine Waffe, gib raus und tschüss. Ah, okay. Ja, und wenn jetzt er ein Pfefferspray benutzt, und das brennt ja wie Sau, ne? Und dann gibt es da wirklich Gemenge, das würde funktionieren. Okay. Ausgebildete Navy Seal, ich hätte eine Waffe dabei haben können, das hätte nichts gebracht. Diese Überfälle leben von dem Moment der Überraschung. Ich hatte die Hände voll mit Taschen, wir waren quasi schon zu Hause gewesen. Wir sind in unseren Hausflur reingelaufen und auf einmal stürmen 2 maskierte Leute auf einen mit einem Messer. Also ganz ehrlich, Leute, was hätte man in dieser Situation tun sollen? Im Nachhinein bin ich auch sehr froh darüber, dass es letztendlich nur die Uhren waren, die weg sind. Körperlich geht es sowohl Mailin als auch mir gut. Gott sei Dank, Leute. Das ist natürlich das Wichtigste. Jedenfalls machen wir bei der Story weiter. Die Täter waren dann also weg. Und circa 1 Minute später, wir haben dann kurz abgewartet. Wir waren beide unter Schockstarre. Wir wussten gar nicht, was abging. Mailin komplett geheult, komplett unter Schock gewesen. Habe ich sie erstmal in den Arm genommen, erstmal so gepackt, so kurz, geht's dir gut, dies, das. Dann sind wir hochgelaufen, haben uns erstmal die Handys geschnappt und natürlich direkt erstmal 110, Polizei angerufen, man kennt ihn. Da muss ich auch an der Stelle sagen, Props geht raus an die Kölner Polizei, die waren wirklich sehr schnell da. Die Täter waren natürlich in der Zwischenzeit schon weg. Polizei war ca. 3 Minuten später da. Wir waren dann noch bis ca. 2, halb 3 nachts bei der Kripo gewesen in Köln, haben noch eine Zeugenaussage, eine Personenbeschreibung und Strafanzeige gestellt. Und Wie hoch sind denn so die, also ich meine, dass man jetzt die Täter findet, also die Uhren okay, ne? Aber die Täter, ich meine... Schwierig, Ja, ne? sehr schwierig. Es werden ja auch viele Wohnungen ausgeraubt. Das ist auch meinem Bruder schon mal passiert. Ich habe ja früher selber mal ein Juwelier betrieben, Okay. ja, für eine kurze Zeit. Und da hat man bei meinem Bruder die Wohnung ausgeraubt und da kam auch gar nichts raus. Bei ihm wurden sogar 2-mal. Einmal in Düsseldorf-Rath, wo er gewohnt hat, später ist er nach Meerbusch gezogen und dort ist es auch nochmal passiert. Und bei beiden war 0 Ergebnis. Okay. Also schwierig. Schwierig, sehr schwierig. das war's von dem Tag. Die Täter waren weg. Meine beiden Uhren waren weg. Eine Louis Vuitton Uhrentasche, in der die AP drin war. Beide Uhren circa wert 70.000 Euro. Ich werde euch jetzt hier auch mal Bilder einblenden. Das eine ist eine gelb-goldene Rolex Day-Date 41 mm mit schwarzem Ziffernblatt und eine
AP Royal Oak, ebenfalls 41 mm, iced out, also im Nachhinein noch besetzt mit. Also auch nicht so einfach zu verkaufen, das ist ohne Boxpapier. Wie gesagt, es kann auch ein persönliches Ding sein. Also meine Meinung ist auf jeden Fall, dass sie einen Tipp haben. Kann auch sein, dass derjenige, der den Tipp gegeben hat, wirklich was gegen ihn hat und ihm einfach eine Lektion erteilen wollte. Weil wie du schon gesagt hast, die Uhren sind ja jetzt nicht der Brenner und 70.000 Euro ist viel Geld, aber für einen Raub nicht. Für einen Raub nicht. Ja, also, das Risiko... bewaffneter Raub fängt an ab 5 Jahre Knast. Boah, Fängt an. und die waren zu zweit, die Jungs. Die waren zu zweit. Das heißt, 5 Jahre Knast zu riskieren für 70.000, jetzt müssen sie sich auch noch mal teilen. Und die können das ja auch nicht für 70 verkaufen. Niemals. Ohne Papiere. Sagen wir mal 50. 50 ist schon viel. Ist schon viel, aber wir sagen jetzt mal 50. Für jeden 25.000. Dafür 5 Jahre zu riskieren, auf keinen Fall. Und ich tendiere auf einen Tipp von seinem Umfeld, der eben wirklich eine Lektion Wo die wussten, okay, das geht easy, wenig Ja. Risiko. Wenig Risiko und die haben ja, die wussten ja alles. Also die sind ja in einen Bereich reingegangen, wo du eigentlich normalerweise gar nicht reinkommst. Und die kannten die Eingänge und Ausgänge. Das passt nicht. Also das ist schon ein Tipp gewesen. Diamanten quasi, iced out. Also falls die Uhren irgendwo auftauchen sollten, die sind natürlich auch als gestohlen gemeldet bei der Kölner Polizei. Ich habe die Referenznummer dort angegeben von den Uhren. Falls die Uhren irgendwo auftauchen sollten, dann meldet euch bitte bei der Kölner Polizei. Inzwischen muss ich sagen, geht es mir wieder besser. Ich bin darüber hinweg und ja, an dieser Stelle auch noch Dank an die Firma Delta Security, die mir sehr schnell eine Security zur Verfügung gestellt hat, die zurzeit Tag und Nacht mein Haus bewacht. Okay Leute, kommen wir zu dem Preisgeld. Wie gesagt, Also ich muss dazu sagen, Im im Nachhinein ist es einfach zu spät. Und Aber hältst du schon für notwendig, dass man auch in Deutschland sich um solche Themen halt dann Gedanken macht, ne? Wenn man wichtige hat? mit Sicherheit, also das, was du in einem Security machst, der muss ja nicht jeden Tag arbeiten. Aber an gewissen Tagen würde ich mir lieber Bei mir ist es ja genauso. Ich meine, bei uns ist jetzt noch ein bisschen der Härtefall. Also das heißt, ich habe mir quasi gesagt, dass du immer dabei bist, wenn halt irgendwie was Wichtiges ist. Ja. Aber ich denke, allein in der Außendarstellung für manche, wenn man jetzt draußen sich bewegt und so weiter, dann hat schon eine abschreckende Wirkung auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wir haben ja auch ein System drin. Ich meine, du läufst nie mit einer Uhr rum, nie mit Bargeld rum. Ja. Du hast ein Safe bei der Bank. Abends bin ich immer da vor der Tür und. Das sind so Kleinigkeiten, wo die Leute wissen, wenn es sein sollte, gegen dich zum Beispiel, dann passiert eine Konfrontation. Und das will doch keiner. Ja. Die wollen wirklich schnelles Geld machen. Und da ist das ein gefundenes Fressen, weil ich würde wirklich ein bisschen investieren. Da sind jetzt 70.000 Euro weg, da kannst du ruhig mal in einen Sicherheitsmann investieren. Präventiv. Ich werde meine Reichweite jetzt auch dazu nutzen, um diese Ermittlungen zu beschleunigen. Ich setze ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro für den finalen Tipp, welcher zur Ergreifung. Aber da könnte es schon sein, oder? Wenn irgendjemand weiß, oder? Ich meine, 10.000 Euro, ich hätte vielleicht, sagen wir mal, also wenn man die wirklich schnappen will, vielleicht mehr, aber für 10.000 Euro kann schon sein, dass etwas passiert, oder nicht? Von der Szene wird es keiner machen. Nee? Kein einziger. Von der Szene wird es nicht ein einziger okay, machen. Für 10.000, nein, das wird es keiner machen, weil dann wird er abgeschrieben, dann ist er ein Verräter, dann wird man ihm sagen, er ist wie ein V-Mann. Ne? Ja. Das wird niemand von der Szene machen und diese Jungs werden diese Uhren nur in der Szene verkaufen. Die werden jetzt nicht zu einem Ahmed oder zu einem Hans gehen und sagen, hey, möchtest du eine Uhr kaufen? Ja. Das wird nicht passieren. Okay. Die werden schon ihre Leute finden, die das vielleicht sogar ins Ausland bringen. Also meinst du 10.000, also Auf gar keinen Fall. Für 10.000 Euro wird das keiner machen. 20? Schwierig, nein, weil diese Leute, die sich in dieser Szene bewegen, wenn die so einen Verrat machen, ist vorbei. Ach so, okay. Das ist schlecht. Ist sehr schwierig. Der Täter führt, sowie eine Art Finderlohn für die Uhren in Höhe von 10.000 Euro, am besten natürlich beides, Täter und Uhren. Wie gesagt, für denjenigen eine Belohnung von 10.000 Euro. Vielleicht hat der ein oder andere, der etwas hört oder auch in Kreisen der Täter ist ja Interesse daran. Falls es jemand war, den ihr kennt, das Ganze bleibt natürlich auch anonym und wir können das Ganze auch erst davor vertraglich festlegen, bevor du deine Aussage machst, wo ich dir auch vertraglich zusichere, dass ich dir diese 10.000 Euro gebe. Ein Mann, ein Wort, ich stehe dazu. Dann melde dich doch auch bitte bei der Kölner Polizei. Und auch generell, ich habe die Uhren ja gerade schon beschrieben und Bilder dazu eingeblendet, falls die Uhren irgendwo auftauchen,
könnt ihr euch auch gerne bei der Kölner Polizei melden und die Referenznummern eben mit meinen geklauten Uhren vergleichen. Jetzt möchte ich meine Reichweite noch dazu nutzen, um eine Botschaft an Influencer und YouTube-Kollegen von mir auszurichten. Ich habe daraus gelernt, auch wenn es eine sehr unschöne Lehre war. Ich werde zukünftig Dinge nur noch zeitversetzt auf Instagram posten. Ich werde auch nicht mehr alles zeigen, was ich habe, was ich mache. Denn ich habe gelernt, dieses immer in Echtzeit Story posten, wo man gerade ist, was man macht, ist auch einfach gefährlich. Die Täter wussten durch Instagram, wann ich circa wieder bei mir zu Hause ankomme, konnte man sich ja mehr oder weniger ausrechnen. Ich habe eine Story gemacht, als wir in Antalya losgeflogen sind. Die haben das wahrscheinlich die Flüge gecheckt, haben gesehen, okay, da kommt er circa in Düsseldorf an, dann ist er circa eine Stunde später in Köln, so einen auf den. Wie gesagt, ich werde da in Zukunft nur noch Dinge Zeit. Ja, ist halt genau so wie ein Zeitplan. Ne? Man kann sich eigentlich alles herleiten. Ja klar, da kann ja nichts schieflaufen. Die wissen ja, wann er landet, Wo er wohnt. haben einen guten Tipp bekommen. Also es war schon eine leichte Sache. Okay. Posten, weil auch umgedreht kann das natürlich auch eine Einladung für Einbrecher sein, indem man sieht, dass man gerade nicht zu Hause ist, kann aber auch immer mal wieder, ich meine, jeder YouTuber, jeder Influencer postet ständig, dass er hier gerade irgendwo essen ist, dass er hier gerade mit seinem Auto unterwegs ist oder sowas. Viele haben teure Uhren und man muss da wirklich sagen, da ist halt auch eine Gefahr dahinter. Nicht jeder ist euer Freund, nicht jeder Follower gönnt euch und es gibt halt eben sogar Leute, die da kriminell aktiv werden. Deswegen, ich habe daraus gelernt, ich werde für mich nur noch zeitversetzt Dinge posten, kann ich auch jedem anderen Influencer-Kollegen von mir ans Herz legen. In diesem Sinne, meine Freunde, das soll es von dem Video gewesen sein. Passt auf euch auf, überlegt, was ihr alles auf Social Media postet. Nicht jeder, wie gesagt, ist euer Freund, nicht jeder gönnt euch. Das habe ich jetzt gelernt daraus. Und vielen Dank fürs zu Ende schauen und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Ja, also so gesehen, ich meine, dass man nicht alles posten soll, ist halt schwierig, ne, weil es irgendwo der Job ist, mehr oder weniger. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich Gedanken darum macht, wie man sich verhält, wo man die Wertsachen hat. Bei uns zum Beispiel, also es gibt klare Regeln, die man halt einhalten muss. Ja. Und bei uns gibt es zu Hause nie Ware und ja. So. Also wie gesagt, ich bin selber aus dieser Branche, ich habe selber bei mir im Haus eine Kamera und alles und sogar ich habe nichts zu Hause, gar nichts. Und eigentlich kann man das nicht verhindern, jetzt Jungs, die jetzt im Instagram oder YouTube, die werden ja immer beobachtet. Ja. Wenn er jetzt eine teure Uhr hat für 100, 200.000 Euro, auch 50.000 Euro, potenziell gesehen ist die Gefahr immer da, ausgeraubt zu werden. Ja, ist egal wo. Aber man kann viele Sachen im Vorfeld verhindern. Ja, dass man wirklich sagt, in gewissen Situationen trage ich die Uhr nicht, ich habe kein Bargeld dabei, ich habe ein Safe. Und wenn ich mal mehr dabei habe, zum Beispiel, er hätte einfach einen Security-Mann bestellt, hol mich vom Flughafen ab. Mit Fahrdienst. Ja, was soll das kosten? Ja. Maximum pro Tag Personenschutz kostet 500 Euro. Kann auch 10.000 Euro kosten. Es kommt auch an, was für manche arbeiten nach Warenwert. Okay. Aber es gibt auch Pauschalpreise, die sagen, pass auf, Auto, Security, komm, 2 Stunden, 300 Euro, 500 Euro. Ja. Es gibt Leute, die auch mehr nehmen, ne? Aber da muss man halt mal ein bisschen informieren. Und das hätte sich gelohnt. Alleine der Gedanke, ihm etwas passieren können. Mal abgesehen vom materiellen Wert. Ja, sehr interessante Einblicke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr denn weitere Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.